Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Heute zeige ich euch ein gesundes Keimlingbrot, welches ohne Hefe gebacken wird und ohne Gluten und Phytinsäure behaftetes ungesundes Getreidemehl. Ein Keimlingbrot, welches mit Hefe gebacken wird, das hatte ich schon mal hochgeladen, das kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Jetzt zeige ich euch auch gleich, wie man dieses gesunde und leckere Keimlingbrot backt. Und zwar hatte ich dazu verschiedene Keimlinge benutzt, die ich hinterher wieder getrocknet hatte. Und diese Keimlinge kommen jetzt alle in die Küchenmaschine. Hier haben wir die sogenannten Black-Eyed Beans, also Augenbohnen auch in Deutsch genannt. Die hatte ich damals in Namibia keimen lassen und getrocknet. Wer möchte, könnte sich mein Namibia-Video nochmal gerne anschauen. Das verlinke ich euch hier oben. Hier kommen jetzt die Mungbohnen, die ich keimen lassen hatte und wieder getrocknet. Oder auch Mungobohnen genannt. Als nächstes sehen wir hier gekeimten und wieder getrockneten Weizen. Gekeimter Weizen ist im Gegensatz zu ungekeimtem Weizen fast glutenfrei. Außerdem werden Tannine, Phytinsäuren und andere Stoffe, die die Verdauung des Korns so schwer machen, beim Keimprozess abgebaut. Das hier ist gekeimter und wieder getrockneter Buchweizen. Der Nähr- und Vitalstoffgehalt steigt während des Keimens enorm an. Auch der Gesamteiweißgehalt nimmt zu, und zwar um 20%. Mineralien und Spurenelemente wie Calcium, Kalium, Phosphor, Magnesium, Zink und Eisen vervielfachen sich und liegen außerdem in einer viel besseren verwertbaren Form vor als zuvor im trockenen Getreidekorn. Nachdem wir jetzt die getrockneten Keimlinge gut vermahlen haben, haben wir ein ganz normales Mehl hier vorliegen, welches jetzt die Basis unseres gesunden Keimlingbrotes darstellt. Hinzu kommen jetzt noch folgende Körner und Saaten. Einmal Chiasamen, die muss man natürlich vorher immer schroten, genauso wie auch der Leinsamen. Das habe ich hier jetzt mit meiner Kaffeemühle getan und das werde ich auch mit allen anderen Samen tun. Hier haben wir jetzt die Leinsamen, natürlich sollten sie immer alle von Bioqualität sein und der wird jetzt eben auch mit der Kaffeemühle vermahlen und heraus kommt dann das geschrotete Leinsamenmehl. Jetzt werden wir 2 Bio-Eier in eine Schüssel geben und diese gründlich durchmixen. Dazu kommt dann eine ganze Packung Bio-Quark und wird dann gleich auch mit gründlich durchgemixt. Dazu kommt dann das eben gemahlene Keimlingmehl, als auch die folgenden gemahlenen Saaten, wie das gemahlene Leinsamenmehl, die geschroteten Chiasamen. Ferner kommen außerdem noch Sesamsamen, Kürbiskerne, für den Geschmack frisch gemahlener Koriander, etwas Xylit, Himalaya-Salz, dann kommt noch naturtrüber Apfelessig hinzu, gemahlener Schwarzkümmel. Der darf im Brot natürlich niemals fehlen, denn in ihm liegt ja Heilung gegen jede Krankheit außer gegen den Tod. Dann habe ich noch ein Päckchen Backpulver hinzugegeben, wie wir gerade gesehen haben, und einen Esslöffel natives Bio-Kokosöl. Und schlussendlich kommt dann eben mein selber dampfdestilliertes reines Wasser hinzu. Und jetzt wird einfach alles gründlich durchgemischt und damit haben wir den Teig für dieses gesunde Keimlingbrot fast schon fertig. Um den Teig ein bisschen fester zu bekommen, könnte man auch noch einen Esslöffel gemahlenes Flohsamenschalenpulver hinzugeben. Jetzt kommt der fertige Teig einfach hier in eine mit Backpapier ausgelegte Brotform. Wird schön glatt gestrichen und überall rein gepresst und dann werden wir darüber noch verschiedene Samen streuen. In diesem Fall hier hatte ich dann Kürbiskerne und Sesamsamen darüber gestreut. Auch diese hatte ich vorher angekeimt und dann wieder getrocknet. Dadurch verlieren sie immer ihre Phytinsäure und sind dann sehr viel leichter verdaulich und verhindern dadurch dann auch nicht die Aufnahme von Spurenelementen und Mineralien wie Kalium, Magnesium, Calcium und Eisen zum Beispiel. Wichtig ist hier, dass man die Samen fest in den Teig reindrückt, damit sie hinterher, wenn das Brot dann fertig gebacken ist, nicht so leicht abfallen. Jetzt kommt die Form in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe und wird hier bei etwa 175 bis 180 Grad Celsius so lange gebacken, bis das Brot eben schön fest von außen ist, hohl klingt, wenn man es anklopft und wenn man mit dem Messer hineinsticht, dieses sauber herauskommt. Wir lassen das Brot dann eine halbe Stunde lang auskühlen, bevor wir es dann anschneiden werden. Wie wir sehen, haben wir ein richtig schönes, ganz normales Brot erhalten, was allerdings sehr viel gesünder ist als herkömmliches Brot, weil es durch seine gesunden Zutaten den Organismus nährt, schützt und versorgt, ohne ihn im geringsten zu belasten, wie das bei herkömmlichem Brot der Fall ist.
Herkömmliches Brot aus nicht gekeimtem Getreide ist sehr schwer verdaulich und löst daher bei vielen Menschen Verdauungsstörungen der verschiedensten und unangenehmsten Art aus. Besonders dann, wenn es aus Auszugsmehlen besteht, welches nicht nur nutzlos für den Organismus ist, weil es vitalstoff- und mineralstofffrei ist, sondern es ist außerordentlich schädlich, da es den Organismus stark übersäuert, und die Folgen sind Raubbau an den körpereigenen Mineralienvorräten und Ablagerungen in den Atemwegen und Gelenken. Unser Brot aus gekeimtem Mehl dagegen ist sehr leicht verdaulich. Tannine, Phytinsäuren und andere Stoffe, die die Verdauung des Korns so schwer machen, werden beim Keimprozess eben abgebaut. Und da der Nährwert und Vitamingehalt während des Keimens stark ansteigt, nährt, schützt und versorgt dieses basische Brot den Organismus, ohne ihn im geringsten zu belasten. Alhamdulillah. Das war's dann auch wieder für heute. Ich wünsche euch gute Gesundheit. Wenn euch mein Video gefallen haben sollte, dann gebt mir einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Bekannten und Freunden. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video in der Zukunft von mir verpasst. Liebste Grüße. Salam alaikum, eure Mariam.